Wisst ihr, was ein richtig pervers geiler Penya-Sync wäre? Der würde halt so viele unserer Probleme lösen. Die bringen Premium-Tickets zurück, aber für Penya und auch richtig teuer. Und ein Premium-Ticket bedeutet, du betrittst einfach einen richtig schlicht, einfach so richtig stumpf, weil anders würden sie sagen, nee, ist zu aufwendig und nee, das können wir nicht machen. Richtig stumpf einfach, wie der Tower, wie Tower-Ticket. Und das Einzige, was sich ändert, sind einfach die Monster-Level. Also du hast quasi ein Premium-Ticket Level 60 bis 70, Premium-Ticket 71 bis 80. Und das bezieht sich nicht auf dein Level, sondern auf das Level der Monster. Also du kannst es benutzen, wann immer du willst, vollkommen egal, keine Giants. Und da sind einfach nur die Monster auf dem jeweiligen Level drin. Also 60 bis 70 sind dann die Darkon 1 Monster, 70 bis 80 die Darkon 2 Monster und so weiter. Einfach wie im Tower-Ticket so ähnlich, oder kann auch anders aussehen, ist ja vollkommen egal, wie das aussieht. Eine vernünftige Mobdichte, nicht zu krass, auch nicht zu schlecht. Einfach 1:1 wie die Monster in der Open World sind halt vom Prinzip her. Weder besser noch schlechter sollte es sein. Und das kostet dann einfach, ja, 60 bis 70 kostet, keine Ahnung, 5 Mio für 6 Stunden. 70 bis 80 10 Mio und so weiter. Das höchste Ticket könnte ruhig 100 Mio kosten. Es darf natürlich nicht zu krass sein, aber es könnte schon relativ viel Kohle kosten, weil die Leute, vor allem bei einem XP-Event, sie würden es in Anspruch nehmen, 1000%ig. Vor allem bei den höchsten Monstern, bei Hellhounds und so, oder das ist ja immer so, oder auch auf dem FEC. Irgendwann sind die Spots voll, vor allem die beliebten Spots und so. Und da gibst du lieber ein bisschen Kohle aus, vor allem auf dem FEC, wo das Penya eh nichts wert ist. Aber auch generell, wenn du dann für 6 Stunden komplett deine Ruhe hast und du wirklich komplett durchziehen kannst und richtig Gas geben kannst, keiner kann dir auf den Sack gehen und du kannst einfach durchziehen. Aber es sollte halt schon natürlich schon was kosten, dass der erste Gedanke ist, naja, grundsätzlich will ich schon in die Open World, aber wenn der Spot voll ist oder wenn XP-Event ist, wenn ich richtig durchziehen will mit Amplis, Ballons, allem drum und dran, Power-Ups und da wirklich keine Unterbrechungen, Verzögerungen will, dann gehe ich da rein, so ungefähr. Das Ganze für Peniatas Fritas, yeah. Wie gesagt, der Preis sollte halt angemessen sein. High-Level-Spieler sollen natürlich mehr bezahlen, Low-Level-Spieler weniger, keine Frage. So, dass es halt einfach Sinn ergibt. Das würde einige unserer Probleme lösen, denke ich. Oder ein vergleichbares System. Oder auch die richtigen Premium-Tickets. Oldschool Astria Premium-Ticket. Also ich sag Premium-Ticket, weil sie Premium-Tickets hießen, aber es soll natürlich für Penya verfügbar sein. Im besten Fall. Penya und F-Coins. Penya 6-Stunden-Version, F-Coins Paar-Tage-Version. Whatever. Damit sie auch ein bisschen Kohle daran verdienen. Mir egal. Es sollte, wenn dann, beides geben. Und, ja. Wäre doch nice. Also vor allem für ein FEC wäre es schon extrem nice. Auf Burodeng in den meisten Levelgebieten brauchst du es nicht. Wobei, wie gesagt, in Kailun bei XP-Event ist jeder Spot voll. Beziehungsweise vor allem Tyrehas und Hellhounds werden jetzt bei jedem XP-Event definitiv immer jeder Channel voll sein. Also auch da würde man es auf Burodeng schon in Anspruch nehmen. Und wenn man es auf Burodeng in Anspruch nimmt, dann wäre es ein Server wie La Wolf. Die würden das auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Totemia, Mashpoi ebenfalls. Also die aktiveren Server würden sich darüber bestimmt über ein ähnliches System, muss ja jetzt nicht genauso sein, weil es ja, die Idee hatte ich ja gerade eben erst. Aber ich glaube, das würde schon appreciated werden. Weil eigentlich waren die Premium-Tickets schon ganz nice. Das hat halt wirklich nochmal dafür gesorgt. Ich meine, gut, für FPC hat das Problem, dass die Open World viel schlechter war als die Premium-Tickets und man dann irgendwann nur noch auf Premium-Gebieten gelevelt hat. Aber so vom Grundprinzip waren die eigentlich schon eine gute Idee. Vor allem auch mit dem Channel-System. Channel 1, Astria, Channel 1, Channel 2 und das auf jedem Channel. Also insgesamt hast du 4 Channel, aber du hast 8-mal Astria und so. Das war schon nice. Das war richtig nice. Was jetzt so viele Leute, die leveln wollen und die Verteilung dieser Leute angeht, damit sie sich nicht gegenseitig die Köpfe einschlagen beim Leveln,
weil einfach zu viel los ist und auf jedem Channel sind schon 5 Leute. Also das Grundprinzip davon ist eigentlich schon nicht verkehrt. Dass es dass es Premium Item Pass Only war, dass es F-Coin Only war sozusagen. Aber es stimmt eigentlich gar nicht, vor allem Austria-Tickets hat man hinterhergeworfen bekommen bei jedem zweiten Event. Aber, ja, das stört ja nur AOE-Klassen. Das stört nur AOE-Klassen. Mhm. Also wenn ich jetzt zu Tire-Hass gehe und da levelt ein 1v1 und ich nehme alle Tire-Hass, dann sagt der 1v1 nicht: Ey, verpiss dich! Ey, du Affe! Geh woanders hin, Alter! Ey, ey! Nee? Dann habe ich mir das nur eingebildet. Achso. Klar, stört nur mich. Das stört den 1v1-Spieler gar nicht. Der findet das cool. Wenn ich alle Monster wegnehme. Den stört das nicht. Das passt schon so. Achso. Cool.